So, das erste Teil ist jetzt mal fertig herausgeschnitten. Ich werde es jetzt mal rausnehmen, ein bisschen sauber machen und dann mal schauen, ob es sich gescheit biegen lässt. So, ich habe mir jetzt überlegt, da ich das Ding eh nicht lackiere, sondern in Rost lasse, werde ich es gar nicht sauber machen, sondern also ich habe jetzt schon mal dieses eine Teil eben rausgeschnitten. Das muss jetzt noch gebogen werden, eben hier an diesen Biegeausschnitten. Und um es im richtigen Winkel biegen zu können, habe ich jetzt schon mal diesen oberen Ring rausgeschnitten, der quasi auf der Innenseite hier oben dann drin sitzt und festgeschweißt wird. Und damit ich eben den richtigen Winkel biegen kann, habe ich das Teil jetzt schon mal rausgeschnitten. Jetzt werde ich mal versuchen, wie das funktioniert, dass ich das einigermaßen hinbiegen kann. Und wenn es gut passt, dann schneide ich erst das zweite von diesen Teilen raus und dann eben nochmal hier so einen geschlossenen Ring für unten. Und dann werde ich es mal zusammenstecken und nochmal zeigen. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen gebogen. Der stimmt auch schon fast, der Winkel. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, wenn ich hier diese Kanten ja, so breit lasse, dann funktioniert das nicht, dass man hier seitlich das reinbiegt. Deswegen habe ich jetzt an den Seiten einfach mit der Flex die quasi zugeschnitten, dass sie quasi spitz sind und nicht mehr so. Und das werde ich auch in der Datei dann anpassen, dass die gleich richtig rausgeschnitten werden. Also diese beiden gegenüberliegenden Seiten kann man so lassen. Oder die werde ich so lassen, weil da kann man es hier reinstecken und dann eben die Seiten reinklappen. Nur eben, ja, bei den Seiten musste da eben der Teil weggeschnitten werden. Aber ich denke, das haut so ganz gut hin. Ich werde jetzt noch das andere Seitenteil rausschneiden und das Bodenteil und dann schauen wir weiter. Gut, ich habe jetzt das andere Seitenteil auch rausgeschnitten und werde es jetzt auch eben biegen schon mal, dass der Winkel ungefähr stimmt. Und dieses Bodenteil habe ich auch rausgeschnitten. Und da habe ich genauso wie bei dem oberen kleineren mit der Flex hier die Seitenzapfen abgeschnitten, damit man es besser zusammenstecken kann. Das werde ich in der Datei auch anpassen, dass man das gleich richtig rausschneiden kann. Okay, zweites Teil ist gebogen. Jetzt kann man sich vielleicht schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. Das Bodenblech habe ich jetzt hier schon mal reingesteckt, in dieses eine Seitenteil. Dann diesen oberen Ringausschnitt auch schon. Und das andere kommt halt da jetzt auch so mit daran. Ich denke, ich werde jetzt anfangen, hier auf der Außenseite diese Zapfen festzuschweißen. Die werde ich auch noch in der Datei kürzer machen, so lange das braucht es nicht. Ich denke, ich werde sie jetzt festschweißen, irgendwie seitlich und dann zum Schluss vielleicht wegflexen. Und da werde ich jetzt von innen nach außen arbeiten, also ich schweiße zuerst die drei hier fest, damit das Teil hinten, dieser Ring, plan aufliegt. Und dann drücke ich eben das Seitenteil rein, dass es anliegt und punkt es außen fest oder schweiß fest und unten genauso. Und wenn dann die eine Hälfte mit diesem oberen Ring und dieser Bodenplatte verschweißt ist, dann werde ich das zweite Seitenteil draufstecken und auch verschweißen. Ich habe jetzt schon mal ein Teil verschweißt, also dieses untere. Da habe ich jetzt den Boden drauf geschweißt, einfach hier innen, außen ein paar Nähte gemacht und diesen Ring
Auch an der Unterseite, also an dem unteren Teil festgeschweißt. Das obere Seitenteil habe ich jetzt einfach mal nur draufgelegt und hier schon mal grob eingehängt und hier auch. Und ich werde es jetzt auch innen an den Stellen punkten, dann die Seiten drauf biegen und dann noch weiter verschweißen. So, beim Biegen will ich darauf schauen, dass er auf jeden Fall mindestens den Winkel biegt, den es dann haben muss. Lieber ein paar Grad mehr noch biegen, weil aufbiegen lässt sich wieder leichter als dann zubiegen. Also jede von diesen Halbschalen, da muss jede Kante 60 Grad gebogen werden. Genau, ich habe mir das jetzt einfach hier mit ein paar Zwingen hergespannt und drücke das jetzt noch ein bisschen runter, weil der Winkel noch ein bisschen zu weit offen war. Und dann werde ich es wieder hier auf die andere Hälfte drauflegen und festschweißen. So, ja, das Teil ist jetzt fertig. Ich habe es jetzt außen hier, wo die Laschen sind, die habe ich weggeflext und dann einfach drüber geschweißt. Innen habe ich es auch noch ein bisschen teilweise ausgeschweißt. Ja, also innen zum Ausschweißen geht es nicht sonderlich schön. Weiß aber auch nicht, ob es das unbedingt braucht. Genau. Ich habe das Ganze jetzt aus 2 mm Material rausgeschnitten. Also einfach altes 2 mm Stahlblech. Und ja, ich habe es jetzt eben mit 2 so Seitenteilen rausgeschnitten. Ich lade aber auch noch eine Datei mit hoch, wo das Ganze aus einem Seitenteil rausgeschnitten wird. Das habe ich bei mir aber nicht mehr auf dem Schneidtisch drauf bekommen. Deswegen habe ich es ja, in der Variante gemacht mit den 2 Seitenteilen. Falls es jemand komplett rausschneiden will, wie gesagt, ich lade es komplett als ein Seitenteil auch nochmal hoch. Genau. Und ich lade auch 2 Varianten hoch. Einmal mit Muster, so wie das jetzt, wo halt einfach hier ja, so Verschnörkelungen drin sind. Und dann noch eine Version, wo das einfach leer ist, also einfach nur dieses Oval und genauso hier. Ja, wie lange das Ganze hält, weiß ich nicht. Mit dem 2 mm Stahlblech und auch unbeschichtet. Also ich werde es rosten lassen. Ist natürlich nichts für die Ewigkeit. Aber ich denke, es wird schon eine Zeit lang halten, bis das 2 mm Blech mal durch ist. Das wird schon eine Zeit lang dauern. Zu den Abmessungen von der Höhe ist das ganze Ding jetzt circa 150 cm hoch. Und unten hat es circa einen Durchmesser von 70 cm. Vielleicht noch kurz zur Info, falls jemand dieses Teil rausschneidet, bei dem das Seitenteil ein ganzes Stück ist, da weiß ich natürlich nicht, wie das dann, ob das gut funktioniert beim Zusammenbau. Weil es ging jetzt hier schon nicht so schön, weil man die Teile halt wieder ein bisschen aufbiegen muss, damit man diese inneren Platten hier mit diesen Nuten reinbekommt. Jetzt, wenn es natürlich ein ganzes Seitenteil ist, wird es noch ein bisschen schwieriger gehen. Ich habe zwar jetzt in der Datei, die ich auch hochladen werde, diese Zapfen schon angepasst, dass die ein bisschen ja, schmäler sind, beziehungsweise mit einem Radius, dass man es schöner reinkriegt. Aber wie das dann eben bei der Version im Kompletten funktioniert, kann ich nicht sagen. Also bei der hier ging es jetzt, ist zwar auch ein bisschen ein Gefriemel, aber es hat funktioniert.